Hallo, ich bin die Kira, willkommen bei mir zu Hause. Ich möchte euch heute zeigen, wie man das Nützliche mit dem Nützlichen verbinden kann. Wir schauen mal, wie man mit der Hausarbeit was für seine Figur tun kann. Dann würde ich sagen, wir fackeln gar nicht mehr lange und starten direkt durch. So, man glaubt ja gar nicht, was man im Haushalt alles für Putzgeräte und Utensilien hat, die man für so ein kleines Homeworkout so einsetzen kann. Sei es der Staubsauger oder wenn wir nachher anfangen wollen, den Boden zu wischen, die Fenster zu putzen. Bügeln ist auch immer so eine Sache, macht keinen Spaß, aber warum nicht was Nützliches für unseren Buddy dabei tun? Wäsche machen, es muss nun mal sein, aber auch hier können wir was für unseren Körper tun. Ich werde es euch zeigen. Staubwischen, ganz ehrlich, ist das, was mir am allerwenigsten Spaß macht. Aber mit diesen 2 Staublappen werde ich euch zeigen, wie wir was für unseren Bauch tun können und für unsere Beine. Also, gehen wir es an und du glaubst gar nicht, wie schnell die Bude blitzeblank ist und du hast gleichzeitig was dabei für dich und deinen Körper getan. Staubsaugen, irgendwann muss man auch das mal machen. Ich zeige euch jetzt mal, wie wir dabei mit ein paar Ausfallschritten unsere Oberschenkel und unseren Po etwas in Form bringen können. Also, fangt an Staub zu saugen und jedes Mal, wenn ihr die Bewegung mit dem Arm nach vorne macht, nehmt ihr einfach euer Bein mit. Und geht wieder zurück. Und in die nächste Richtung. Und wieder zurück. Es macht Sinn, in dem Moment den Staubsauger in dem Arm zu haben, mit dem ihr auch den Schritt nach vorne macht, zur Seite etwas ausbalancierter. Und wenn ihr merkt, das linke Bein wird müde, dann geht es in der anderen Richtung einfach weiter. Wir nehmen den Staubsauger in die rechte Hand und machen den Ausfallschritt mit dem rechten Bein. Beugt dabei auch das linke Bein, sprich das Bein, was hinten bleibt. Passt auf, dass ihr den Schritt so macht, dass euer Knie nicht zu sehr über eure Fußspitze abhaut, beziehungsweise es optimalerweise gar nicht tut. Und dann können wir auch nochmal in die andere Richtung gehen. Und irgendwann merkt ihr, euer Hintern hat was getan, aber euer Boden ist auch sauber. Ach ja, Staubwischen ist auch ein bisschen eine nervige Sache. Man kriecht auf dem Boden rum mit seinen Staublappen. Aber wisst ihr was, wir schnappen uns genau jetzt diese Staublappen und machen was für unsere Beine und für unseren Bauch. Ihr braucht dazu 2 trockene Staublappen und ihr legt die auf den Boden und setzt eure Füße da drauf. Ihr geht in eine Stützposition und dann zieht ihr abwechselnd die Knie unter den Bauch. Schaut, dass ihr mit euren Händen unterhalb eurer Schultern euch aufstützt, nicht zu schmal und nicht zu breit. Wackelt nicht zu sehr mit dem Po rauf und runter, sondern bleibt schön stabil im Oberkörper und zieht einfach nur abwechselnd die Knie unter den Bauch. Eine andere Möglichkeit wäre, dass ihr beide Beine gleichzeitig unter den Körper zieht und wieder nach hinten ausstreckt. In eine Stützposition oder die Planke. Und dann zieht ihr sie wieder an und streckt sie wieder aus. Eure Bauchmuskulatur muss dabei ganz schön arbeiten. Und wieder zurück. Und dann können wir auch wieder wechseln. Man nennt diese Übung auch den Mountain Climber. Also, warum nicht diese blöden Staublappen einfach mal für was Nützliches einsetzen? Und wir machen nochmal die andere Variante.
warum nicht? Für die Sportprofis unter euch. Jetzt mit den Staublappen auch nochmal eine kleine Übung, die unseren Bauch nochmal so richtig herausfordert. Wenn wir auf so einem harten Untergrund sind, würde ich sagen, schnappt euch einfach mal schnell ein Kissen vom Sofa und das packt ihr unter eure Knie. Und dann legen wir diesmal die Lappen unter die Hände und schieben uns damit nach vorne und ziehen den Bauch nach innen. Die Bauchmuskulatur spannt sich an und wir machen die Bewegung zu unserem Körper und lassen unseren Bauch dabei richtig arbeiten. Um die Stabilität zu halten, muss auch unsere Schulter mitarbeiten. Man sieht also, diese schnöden Putzlappen können uns doch ganz schön ins Schwitzen bringen. Natürlich kann man jetzt sagen, wie blöd, ich kann ja doch jetzt nicht Staub wischen dabei. Aber nehmt euch einfach mal diese Minute Zeit für euch. Und ihr werdet merken, irgendwann werdet ihr immer besser und ihr werdet froh sein, dass ihr so wirklich ganz unkompliziert die Möglichkeit habt, was für euch zu tun. Also macht es. So, wenn der Boden gestaubsaugt ist, dann ist es auch Zeit, ihn zu wischen. Es ist auch einfach lästig. Aber was soll's. Was ihr auf jeden Fall machen könnt beim Bodenwischen, ist ähnlich wirklich wie beim Staubsaugen, dass ihr immer einen Ausfallschritt mit einbauen könnt. Hier sogar vielleicht im Wechsel. Ja? Dann habt ihr abwechselnd immer das linke und das rechte Bein belastet. Das Schöne ist, ihr könnt das wirklich so sternförmig um euch herum machen. Und wenn ihr die Quadratmeter um euch herum abgehandelt habt, geht ihr einfach ein Stück weiter und macht da weiter. Aber dieser Wischmopp ist nicht nur zum Bodenwischen gut. Diese Stange hier gibt uns die Möglichkeit, sie wirklich vielseitig einzusetzen. Und ich möchte euch jetzt mal 2, 3 Dinge zeigen, die wir mit der Stange noch so machen können. Durch das viele Sitzen in unserem Alltag und im Büro ist oftmals unser Rücken und unsere Rückenmuskulatur verspannt und nur sehr einseitig belastet. Deswegen ist es ganz gut, sie auch öfter mal ein bisschen zu mobilisieren. Mit der Stange, wir machen den nassen Wischmopp jetzt mal weg. Mit der Stange können wir diese breit fassen, über den Kopf führen und um uns herum rotieren lassen. Ihr mobilisiert damit euer Schultergelenk rundherum. Die Schulter ist ein Kugelgelenk und ist sehr flexibel und beweglich. Geht nur bis an einen Punkt, der für euch auch noch nicht schmerzhaft ist und tastet euch da von Mal zu Mal immer ein Stückchen weiter. Unsere Schulter hat sehr viele Bänder und Sehnen, die man immer wieder ein wenig schmieren sollte. Ihr könnt auch mal die Stange ganz hinter den Kopf führen, hier ein wenig überdehnen, eure Brustmuskulatur aufdehnen. Die Menschen, die viel am Schreibtisch sitzen, neigen oft dazu, dass die Schultern nach vorne hängen. Gerade hier ist es wichtig, dass man die Brustmuskulatur, die in der Mitte am Brustbein ansetzt, auch einfach mal durch etwas Dehnen wieder aufdehnt, um die Verkürzungen ein wenig zu lösen. Nehmt euch einfach ein paar Sekunden Zeit und nutzt einfach die Stange dafür, euch und eurem Oberkörper was Gutes zu tun. So, jetzt haben wir den Wischmopp ja immer noch in der Hand. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie wir dabei eine kleine Übung für unseren Po und für unsere Rückseite der Oberschenkelmuskulatur tun können. Dazu nehmt ihr die Stange, wieder etwas breiter als schulterbreit, und legt sie hinten in euren Nacken.
So, wer vielleicht doch schon mal im Fitnessstudio war, kennt das eventuell von einer Kniebeuge. Nur, dass wir jetzt hier kein großartiges Gewicht haben, das brauchen wir aber auch gar nicht. Wir gehen ganz leicht in die Knie, unsere Füße sind etwa hüftbreit und wir beugen uns nach vorne. Wir knicken im Oberkörper ab, unsere Hüfte bleibt dabei möglichst fixiert, sodass wir wirklich nur in der Hüfte abknicken und dabei so weit nach vorne gehen wie möglich. Bis maximal auf 90 Grad. Ihr könnt euch da langsam herantasten. Wer das Gleichgewicht auch erstmal finden muss, kann auch erstmal weniger als 90 Grad beugen. Und konzentriert euch dabei darauf, mit der Ferse, als würdet ihr eure Ferse tief in den Boden bohren wollen. Dadurch wird automatisch die Muskulatur in der Rückseite des Oberschenkels verstärkt angesprochen. Und konzentriert euch beim Aufrichten darauf, dass ihr euren Po aktiv anspannt. Legt die Stange nicht in den Nacken, sondern legt sie wie ich etwas unterhalb eures Schultergürtels auf die Rückenmuskulatur. Und macht diese Übung einfach zwischendurch. Und irgendwann, wenn ihr spürt, dass der Po gut mitarbeitet, macht ihr noch ein paar Wiederholungen. Und dann kann auch wieder der Boden weiter gewischt werden. Mit der Stange von unserem Wischmopp können wir noch eine Übung für schöne Schultern machen. Dazu halten wir die Stange senkrecht vor uns. Unser Griff ist so, dass wir von der Breite her parallel zu unseren Schultern sind. Und jetzt tun wir schlicht und ergreifend so, als würden wir die Stange nach oben hin durchbiegen wollen. Dabei gehen unsere Ellenbogen ein klein wenig nach innen und wir spannen dabei automatisch unsere Schulter fest an. Durch diese Bewegung, dass wir die Stange durchbrechen möchten. Außerdem wird dabei auch noch ein klein wenig unsere Brustmuskulatur aktiviert. Haltet diese Position, in der ihr das Gefühl habt, ihr bringt Druck auf die Stange, dass ihr sie nach oben durchbiegen wolltet, immer einen kleinen Moment. Und dann entspannt ihr wieder. Und dann biegt ihr die Stange wieder durch. Wer weiß, vielleicht werden wir irgendwann so stark, dass wir es tatsächlich schaffen. Und nach ein paar Wiederholungen können wir uns wieder unserem Boden widmen. Ja, alle paar Meter muss man den Wischmopp ja eben doch immer wieder einmal ausbringen. Nehmen wir uns da doch noch mal eine Minute für uns Zeit. Fixiert den Wischmopp, nehmt euch die Stange und wir machen noch mal was für unsere Beine und für unseren Po. Wir halten die Stange wieder relativ breit, führen sie über den Kopf, schaut, dass ihr vom Stand her etwas breiter als schulterbreit steht. Die Zehenspitzen zeigen ganz leicht nach außen und fixiert euch vom Druck her in euren Armen mit der Stange. Macht euch fest, macht den Bauch fest, zieht den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und wir machen eine Kniebeuge. Warum ich so viel Wert darauf lege, dass ihr den Bauch fest habt, werdet ihr merken, wenn ihr das mal ausprobiert. Denn das Halten der Stange über dem Kopf, selbst ohne Gewicht, erfordert viel Spannung in eurer Rumpf- und Bauchmuskulatur. Wir trainieren mit dieser Übung also nicht nur ein bisschen unsere Beine und unseren Po, sondern wir müssen automatisch auch viel Spannung im Oberkörper und in der Bauchmuskulatur halten. Achtet darauf, dass eure Knie nicht über die Zehenspitzen hinweggehen. Und ihr werdet von Wiederholung zu Wiederholung merken, dass ihr immer beweglicher werdet und dass ihr auch diese Kniebeuge immer tiefer ausführen könnt. Macht einfach mal 10, 15 Stück.
Die Flecken auf dem Boden laufen nicht weg. Wenn man so klein ist wie ich, braucht man im Haushalt eben auch öfter mal so eine Trittleiter, um an die fiesen Ecken dran zu kommen beim Abstauben. Aber die Trittleiter können wir für wirklich sehr schöne Übungen für unseren Po und für unsere Beine einsetzen. Die meisten Trittleitern haben ja die Option, einen kleinen Schritt und einen großen Schritt zu machen. Für diejenigen, die noch nicht so viel Sport in den Alltag integriert haben, fangen wir erstmal klein an und wir nutzen die untere Stufe für ein paar Ausfallschritte. Passt auf, es ist natürlich möglich, dass eure Trittleiter wegrutschen könnte. Das passiert bei der hier jetzt nicht. Achtet darauf, dass ihr vielleicht ansonsten etwas davor stellt oder die Trittleiter gegen die Wand stellt. Ansonsten fange ich jetzt an und wir machen einen Ausfallschritt. Und drücken uns aus dem Standbein, aus dem Erhöhten, immer wieder nach oben weg. Ihr könnt euch besser ausbalancieren, wenn ihr dabei die Arme vor den Körper nehmt und beugt beide Knie, soweit es geht, und arbeitet aus eurem Oberschenkel. Macht die Bewegung schön kontrolliert und achtet darauf, dass euer Oberschenkel wirklich stark bleibt und euer Knie von eurem Standbein nicht nach links und rechts wackelt, sondern schön stabil die Bewegung ausführt. Dann können wir auch mal das Bein wechseln. Fixieren erstmal das Standbein und dann muss das rechte Bein ein bisschen mehr arbeiten. Und wenn ihr einfach pro Bein 8 oder 10 Wiederholungen macht, bevor ihr die Leiter vielleicht ein paar Meter weiter zur Seite stellt, um in die nächste staubige Ecke zu kommen, habt ihr super was für eure Beine und für euren Po getan. Für die Fortgeschrittenen unter euch bietet die Trittleiter auch die Möglichkeit, nochmal richtig was für die Oberschenkel zu tun. Straffe Beine sind immer eine gute Sache im Sommer, würde ich sagen. Schaut wieder, dass eure Trittleiter fixiert ist bzw. dass sie rutschfest ist. Und jetzt nutzen wir die obere Stufe. Dazu müssen wir schon einen ganz schönen Schritt nach oben machen. Wir fangen an mit einem Bein und drücken uns raus und gehen wieder nach unten. Und wir drücken uns raus und gehen wieder nach unten. Macht die Bewegung langsam und kontrolliert. Ich möchte nicht, dass sich irgendjemand verletzt dabei. Sucht euch am besten einen Punkt im Raum, auf den ihr euch fixiert. Das wird euch helfen, die Balance zu halten. Und drückt euch aus dem Oberschenkel immer schön kräftig nach oben raus. Wer möchte, kann das Ganze noch toppen, indem er mit dem Standbein einen Ausfallschritt nach hinten macht und dann das Standbein wieder auf die Leiter setzt. Das ist schon echt was für die Profis unter euch. Damit das andere Bein auch was tun muss, wechselt die Seite nach ein paar Wiederholungen. Nehmt vielleicht den Ausfallschritt wieder mit rein. Passt auf eure Knie auf, dass sie schön stabil sind während der Übung, nicht nach links und rechts wackeln. Und wie gesagt, macht diese Übung wirklich erst, wenn ihr sie euch zutraut und sicher seid,
dass ihr nicht ins Stolpern kommt und von der Leiter runterfallt. Ja, wir haben hier wieder unsere Leiter zum Abstauben in den oberen Ecken ja mit dabei. Und wenn wir die so nah an der Wand stehen haben, können wir die optimal für eine kleine Wadenübung benutzen. Dazu stellen wir uns mit den Fußballen auf die Stufe, halten uns an der Wand ein wenig fest und dann werden wir ganz einfach uns immer wieder von der Stufe her nach oben wegdrücken. Oben ein klein bisschen halten und die Fersen immer ein wenig tiefer als die Trittstufe absenken. Bevor wir also die Leiter umstellen, können wir einfach die Stufe nutzen und 10-12 Wiederholungen von dieser Übung machen. Haltet die Wadenposition einfach oben immer für einen Moment. Und schon haben wir auch was für straffe Waden getan. Unser kleines Wunder-Universal-Trainingsgerät Trittleiter können wir auch noch wunderbar für unser Armtraining einsetzen. Die unterste Stufe gibt uns nämlich die Möglichkeit, uns mit den Armen rücklings darauf zu stützen und unseren Trizep gegen die Winkelärmchen ein wenig in Form zu bringen. Stützt euch einfach darauf, macht den Rest eures Körpers möglichst fest und senkt euch so ab, dass ihr die Arme beugt. Ihr könnt dabei ruhig in der Hüfte etwas abknicken, damit euer Trizep einen möglichst langen Weg machen muss, bevor ihr auf dem Boden absetzt. Und drückt euch fest nach oben. Tja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe die Hoffnung aufgegeben, meinem Freund das Bügeln seiner Hemden beizubringen. Ich bügel sie danach sowieso immer noch mal selber. Deswegen bleibt nun mal eben doch immer ziemlich viel Bügelwäsche an mir hängen. Und ja, warum sollten wir nicht beim Bügeln auch versuchen, ein bisschen was für uns zu tun? Wir fangen mit einer Übung für die Beine an. Dazu schnappen wir uns am besten vom Sofa ein großes Kissen. Sowas wie das hier. Am besten faltet ihr es noch einmal zusammen, damit es wirklich möglichst dick ist, oder ihr nehmt einfach 2 Stück und dann klemmt ihr es euch zwischen die Oberschenkel. Kommt euch nicht albern vor, es sieht euch ja keiner. Und dann schnappt ihr euch das Bügelbrett und während ihr bügelt, bringt ihr immer mit den Oberschenkeln Druck auf das Kissen und trainiert so vorwiegend eure Oberschenkelinnenseite. Aber euer ganzer Oberschenkel muss mitarbeiten und auch ein wenig eure Po-Muskulatur. Da wir sowieso stillstehen müssen, uns nicht groß um das Bügelbrett drumherum bewegen müssen, können wir diese Übung wirklich einige Wiederholungen lang am Stück ausführen. Und wir tun was für die innere Oberschenkelmuskulatur. Mit einem Hemd ist es ja nun mal leider nicht getan. Aber mit einer Übung nun mal auch nicht. Deswegen können wir uns jetzt mit dem nächsten Hemd noch was Gutes für unseren Knackhintern antun. Und zwar werden wir beim Bügeln ein paar kleine Kickbacks machen, indem wir einfach das Standbein ganz leicht gebeugt haben und mit dem anderen Bein immer ganz bewusst die Po-Muskulatur anspannen und das Bein nach hinten wegstrecken. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich vor lauter Konzentration auf seine Übung nicht vergisst, dass man hier ein heißes Bügeleisen hat
und nicht nachher lauter verbrannte Hemden hat. Und wenn wir das Hemd einmal weiter richten, können wir danach mit dem anderen Bein weitermachen. Haltet das auch hier immer eine Sekunde hinten, sodass eure Po-Muskulatur die Position einmal richtig halten muss. Und ihr werdet merken, da pumpt man ganz schön Blut in den Po. Ja, wie das immer so schön ist. Im ganzen Haus muss man die Wäsche zusammensuchen. Aber bevor man den Weg zur Waschmaschine macht, kann man sich so ein Handtuch auch einfach mal schnappen und sich ein Sekündchen Zeit für sich nehmen und vielleicht mal was für den Rücken tun. Ich würde sagen, wir nehmen uns dieses Handtuch und wir brauchen einfach nur noch eine Türklinke, möglichst stabil montiert. Also testet das vielleicht einmal kurz vorher aus. Schlingt das Handtuch um die Türklinke. Lehnt euch mit dem Oberkörper etwas nach hinten, sodass der Körperschwerpunkt hinter der Hüfte ist. Habt einen schulterbreiten Stand, die Knie etwas gebeugt und zieht euch mit dem Handtuch schön langsam in eine aufrechte Position und führt dabei die Ellenbogen eng an eurem Körper vorbei und zieht dabei die Schulterblätter schön fest zusammen hinter den Rücken und lasst sie, wenn ihr wieder nach hinten kommt, euch schön auseinanderziehen, sodass eure Muskulatur möglichst schön auseinandergedehnt ist und sich dann auch wieder zusammenziehen muss. Das ist mitunter die effektivste Möglichkeit, seinen Rücken zu Hause wirklich effektiv zu trainieren. Und es ist so wichtig, denn so oft verbringt man so viel Zeit im Sitzen, im Büro, am PC. Die Schultern hängen nach vorne, der Rücken ist nicht angespannt. Und hier mit dieser Übung haben wir eine super Möglichkeit, diese Muskulatur mal wieder zu kräftigen, unsere Schultern zu stärken, indem wir einfach dann aufrechter sitzen. Kontrolliert die Bewegung, zieht euch langsam heran und lasst euch auch langsam wieder zurückfallen. Nicht einfach fallen lassen, sondern kontrolliert auch die Bewegung in die Ausgangsposition. So einfach kann es sein, den Wäschekorb einfach mal schnell für eine kleine Sportübung zu nutzen. Jetzt haben wir die Sachen aus dem Trockner genommen und wir müssen sowieso jedes Handtuch einmal in die Hand nehmen und wisst ihr was? Jedes Handtuch, was wir in die Hand nehmen, benutzen wir, um nochmal 10 Kniebeugen zu machen. Und zwar nutzen wir dafür auch wieder unsere Türklinke, legen das Handtuch um die Türklinke herum, schön gucken, dass wir eine stabile Türklinke erwischen. Und jetzt machen wir es so, dass wir uns auch wieder nach hinten lehnen, den Körperschwerpunkt etwas hinter der Hüfte haben. Wir stellen uns diesmal absichtlich vielleicht maximal hüftbreit hin. Also wir stehen absichtlich ein wenig schmaler bei der Kniebeuge. Und das Schöne ist, wir können sehr schön tief gehen, weil wir uns mit dem Oberkörper wunderbar durch das Handtuch ausbalancieren können und stabilisieren können. Das Handtuch verleitet vielleicht jetzt so ein bisschen dazu, dass wir uns daran hochziehen. Aber eigentlich soll es wirklich nur dazu dienen, dass wir uns stabil halten und unsere Beine sollen die Arbeit machen. Achtet darauf, dass eure Knie nicht nach außen oder nach innen kippen, sondern schön parallel zu euren Fußspitzen in der Beuge stabil in einer Linie weitergeführt sind, während ihr die Übung ausführt. Drückt euch schön nach oben raus, arbeitet langsam. 10 Stück gemacht. Wir falten das Handtuch
und schnappen uns das nächste. Ja, eigentlich sollten ja die Männer die Wasserkasten schleppen, ja. Wäre ich eigentlich auch dafür, aber selbst ist die Frau und wir können den Wasserkasten jetzt auch nochmal für eine schöne Übung einsetzen, die unseren Po und die unsere hintere Oberschenkelmuskulatur nochmal trainiert. Das Coole an so einem Wasserkasten ist, dass wir Gewicht einfach rausnehmen können. Sprich, wenn uns der Kasten zu schwer ist, nehmen wir da vielleicht einfach 1 oder 2 Flaschen raus und schon haben wir ein Gewicht, mit dem wir arbeiten können. Ihr solltet nur darauf achten, dass der Kasten so gefüllt ist, dass er ausbalanciert ist. Also nicht 5 gefüllte Flaschen auf die eine Seite packen und auf der anderen Seite ist nichts. So, ich habe jetzt 2 Flaschen auf der linken und 2 auf der rechten Seite und ich möchte euch zeigen, wie wir durch eine Hebeübung unsere Beinrückseite in Form bringen können. Wie ihr seht, mein Rücken ist gerade und ich knicke in der Hüfte ab. Und das Wichtige dabei ist, dass ihr das Hauptgewicht eures Körpers versucht, in die Ferse zu verlagern. Ihr steht dabei hüftbreit, euer Rücken ist angespannt und ihr knickt in der Hüfte ab und führt die Bewegung so aus, dass ihr fast gerade in der Endposition wieder steht, indem ihr aktiv und ganz bewusst die Beinrückseite und die Po-Muskulatur anspannt. Achtet darauf, dass ihr dabei mit eurem Blick in etwa Richtung Boden oder nur schräg nach vorne schaut, nicht in die Luft, denn so knickt ihr nur wieder eure Halswirbelsäule ab und das möchten wir nicht. Wählt wirklich ein Gewicht, was ihr relativ unproblematisch bewegen könnt. Und spürt, wie sich eure Po-Muskulatur und eure Beinmuskulatur zusammenziehen muss, um diese Aufwärtsbewegung einzuleiten. Wenn wir mit einem relativ leichten Gewicht arbeiten, können wir hiervon ruhig 15 bis 20 Wiederholungen machen. Und danach bringen wir den Wasserkasten dahin, wo er hingehört. Wir schnappen uns jetzt nochmal unseren Wasserkasten und machen damit nochmal eine schöne Übung für die Beine. Wir machen jetzt eine breite Kniebeuge. Wählt wieder bei dem Wasserkasten ein Gewicht, indem ihr einfach Flaschen rein oder raus tut, das ihr gut kontrollieren könnt. Und der Kasten hier ist jetzt ein bisschen länger, deswegen werde ich den jetzt einmal von unten greifen und ihn hier zwischen meine Ellenbogen einmal fixieren. Einklemmen und ich stelle mich relativ breit hin, wirklich etwas breiter als schulterbreit. Die Zehenspitzen zeigen wieder etwas nach außen und ich gehe runter in die Kniebeuge. Meine Knie zeigen dabei oder die laufen dabei immer parallel zu meinen Fußspitzen und ich kann mit etwas Zusatzgewicht eine wirklich effektive Kniebeugen-Variante ausführen. Durch die breitere Fußstellung erreichen wir verstärkt die innere Oberschenkelmuskulatur und andererseits muss unsere äußere Oberschenkelmuskulatur auch arbeiten, dass unsere Knie beim Heraufkommen nicht nach innen zusammenfallen. Also achtet darauf, dass eure Knie wirklich immer schön parallel in Richtung eurer Fußspitzen laufen. Wer erstmal nur so wie ich jetzt die Bewegung nur bis ca. 90 Grad ausführen kann, das ist gar kein Problem, das reicht auch erstmal völlig. Aber je öfter ihr diese Übung machen werdet, umso tiefer werdet ihr kommen und eure Oberschenkelrückseite wird eure Waden berühren. So, wir sind im Badezimmer angekommen. Im Badezimmer
Wunderschöne große Fenster, wunderschön schmutzig. So, beim Fensterputzen möchte ich euch zeigen, wie wir ein bisschen was für unsere Brustmuskulatur und für unsere vordere Schultermuskulatur tun können, während wir die Fenster blitzblank putzen. Und wir können außerdem was für unseren Hintern machen. Wir machen nämlich dabei ein paar schöne, saubere Kniebeugen. Wenn ihr nicht so viele Fenster habt, entweder ihr putzt die Fenster doppelt oder ihr macht einfach so ein paar Kniebeugen noch so zusätzlich. So, dann starten wir mal durch. Dreckige Fenster gibt es ja nun mal immer. Spaß macht das nicht. Wir brauchen jetzt erstmal 2 nasse Putzlappen, ganz klar. Erstmal die Scheibe ein bisschen nass machen. Warum 2? Das zeige ich euch jetzt. Wir können nämlich super gut etwas für unsere Schultern und unsere Brustmuskulatur tun, indem wir mit beiden Lappen hier parallel arbeiten. Lehnt euch dazu ein klein bisschen gegen die Scheibe, ihr müsst gar nicht so viel Druck bringen und durch das Zusammenführen der Lappen müsst ihr automatisch eure Brustmuskulatur aktivieren. Und glaubt mir, nicht nur Männer müssen ihre Brustmuskulatur ein wenig trainieren, sondern auch für uns Frauen ist das gar nicht so verkehrt, um ein bisschen Straffheit ins Dekolleté zu bringen. So, wenn wir das Fenster nass gemacht haben, können wir jetzt mal ein bisschen Putzmittel da drauf geben. Und dann machen wir die zweite Runde. Stellt euch einfach so einen halben Meter von der Scheibe entfernt weg. Je breiter eure Scheibe ist, desto breiter könnt ihr auch diese Bewegung ausführen. Und ihr werdet merken, umso mehr müsst ihr eure Brust- und Schultermuskulatur anspannen, um diese Bewegung durchzuführen. Drückt euch immer wieder ein bisschen von der Scheibe weg. Ihr seht, man kann das Ganze immer schön sternförmig auch ausführen. Die Schulter ist ein Gelenk, was man rundherum bewegen kann. Deswegen habt ihr da die Möglichkeiten, euch auch von oben bis unten in dieser Position von der Scheibe wegzustemmen. So, ich würde sagen, ich habe jetzt hier genug rumgewischt. Jetzt können wir hier sehr schön die zweite Übung mit einbauen. Wir ziehen die Scheibe ab und achten dabei darauf, dass wir eine schöne Kniebeuge ausführen. Wir gehen richtig in die Hocke und vor allem, wir gehen wieder hoch. Und wieder runter in die Hocke und wir drücken uns wieder hoch aus der Kniebeuge. Und runter in die Hocke und wir drücken uns wieder hoch. Warum gehen wir richtig in die Hocke? Ich sehe immer ganz oft, wie man sich so mit dem runden Rücken so schief und schräg hier runter beugt. Das ist einfach nur schlecht für den Rücken. Und so können wir automatisch unsere Oberschenkel mit in die Arbeit einbinden. So, dann machen wir hier noch ein bisschen eine Kniebeuge und wieder hoch. Und schon haben wir das erste Fenster quasi geschafft. Ach ja, so ein Badezimmer, da muss man immer doch so einiges putzen. Aber nehmt euch einfach zwischendurch mal eine Minute Zeit für euch. So an so einem Waschbecken kann man sich nämlich hervorragend festhalten. Und man kann sehr schön Kniebeugen daran machen. Also nehmt euch eine Minute Zeit, haltet euch fest am Rand, stellt euch etwas breiter als schulterbreit hin, Zehen leicht nach außen gedreht und macht einfach mal eine schöne Kniebeuge. Das Schöne ist, dadurch, dass ihr euch festhalten könnt, könnt ihr euch richtig schön ein bisschen nach hinten weglehnen und könnt richtig schön tief gehen bei eurer Kniebeuge. Je tiefer ihr geht, desto mehr muss euer Po arbeiten und desto mehr müssen eure Oberschenkel arbeiten.
Und so können wir einfach bei der Hausarbeit ein bisschen was für unseren Knackhintern tun. Das ist doch nicht verkehrt, würde ich sagen. Und wenn ihr gerade nicht den Spiegel geputzt habt oder das Waschbecken geputzt habt, man kann diese Übung auch wunderbar morgens während dem Zähneputzen machen oder abends während dem Zähneputzen. Und wenn man mal so 2-3 Minuten Zähne putzt, kann man auch mal so 20-30 Kniebeugen machen, würde ich sagen. Dann auf geht's, viel Spaß dabei. Als wäre Hausarbeit nicht schon anstrengend genug. Aber die Wohnung ist sauber und ich habe was für mich getan und ihr könnt das genauso. Ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen Spaß mit den Übungen bei der Hausarbeit haben werdet. Ihr tut was für euch, das ist die Hauptsache. Das Schöne ist, euch schaut niemand zu. Also bleibt dran und nutzt die Zeit, während der Hausarbeit einfach noch was für dich und deinen Buddy zu tun. Und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Programm.